Guten Morgen. Gut, die hier te zijn van ons morgens. En ik freue mich, dat ik hier kan met die hoop zijn. Van ons hier een schöne dag im Jahr, wat we Oosterzondag noemen. En dat is eigenlijk gezegd wat we hier zijn. Jezus is opgestaan. Ik lees Ihnen een paar versen met aanvang in 1. Petrus. Ik wil Ihnen some dingen uit de Bibel verbrengen van ons morgens. Ik freue mich, dat je hier alle zijn. Je zijn al ja's. Welkom hier. Dat is fijn. We freuen ons dat je hier bent. We freuen ons van de best hier zo larig. Wilt een deel van onze jugend zijn hier. Is een ritje voor een programma brengen. Zo dan freuen we ons dat er meer bijkomt dan om dat aanvallen. 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 3, zegt es steht, Loft Gott, unseren Herrn Jesus Christus, sein Führer, will sein Mitleiden wie so groß, dass uns nie geboren hat zu einer lebenden Hoffnung, dadurch, dass Jesus Christus vom Tod abwürgt, und zu einem Aufgott, das nicht verkommen, vergonnen oder verwalken kann, dort für uns im Himmel bewahrt wird. In Gott und seiner Allmacht wird da nur sein, dass jeder sicher ankommen werden, in das Heil kriegen, will sie an Jesus glauben. Das Heil soll in der letzten der offenbar werden. Deswegen sind die Frau, wenn die hier auch noch ein Stückchen durch Lieden gehen müssen. So das ist, kriegen wir sich das handeln, dass ich und du kann nach der Kirche fahren, ich und du kann Brücken auch nach der Kirche fahren, wir können Tüß unsere Bibel lesen und bloß Tüß daran denken und glauben, was Jesus für uns getan hat. Und dann können wir uns freuen, weil wir haben eine Hoffnung, was nicht jeder einer hat. Und dazu wir von der Universität wollen von reden. Und ich habe mich so ein paar durchgezogen, bevor wir das tun, weil ich ein paar Bekanntmerken merken, was da abkommt, diese Werk für unsere Kirche. Jeder einer ist willkommen. Also, ich al zei, onze jugend zijn uitgevoerd van der naar Ontario. Dat hield zich weit auf, aber von ungefähr 5 Stunden auf, als wir ein Programm bringen von der. So, uns fehlt das hier nicht an, aber wir freuen uns, dass sie das tun können. Diese Werk, ein paar Dinge, was da abkommen, am Morgen fahren sie weiter uit naar Winkler. En Freitagsabends, als ich für die Jugend wird, 7:30, so wer Jugend ist, Jugend hat, weil ich die Schatten durchhaben, das wird hier, glaube ich, sein krieg. Und auch ein Ding in der Schule, wer Kinder nach der Schule schatten will, hier nächstes Jahr, wenn ihr Schulkinder haben an der Schule das Jahr, dann habt ihr diese Werk in Papier in der Haus gekriegt, Sadels zum Uitfallen für nächstes Jahr. Und wenn ihr nicht Schulkinder an der Schule haben und ihr aber würden leihen, zu schauen nächstes Jahr dort hängen auf Jan Dash, sind noch mehr Sadels Reiterfair. Wenn ihr es Frauen haben, dann merkt ihr dann von der Schulkomitee an, die wollen ihr enthalten damit. Und bitte, die ganz uitfallen, da sind mehrere Sadels, oder sind uitgefallen und geschrieben. Bitte, dass alle vorig merken. Und das trägt schauen wird den 17. Mai. So, das sind ein paar Dinge, wat er zijn. Nächste Sonntag nu Kirch als hier middag. Alle brengen bloß middag met. Jeder einer ist willkommen, dort zu nehmen, zu kommen. So, dat top hier zijn. So, wir kijken ein bisschen an die Bibel an. Und wollen uns ein klein bisschen nachlassen über, was wir dann Ostern nennen. Er zijn een dingen wat op Oosteren immer vergaan. Ik wil euch aan dat op Oosteren zo zijn eingekauft wordt, das andere op Weihnachten moet zijn. Dan als je da een paar Monaten vooruit al moet je al aanvangen aan te kopen, niet? Oder wo als dat zo is het dan zich manchmal wird fallen. Wat is op Oosteren? Laatst harte ik een beetje naar de radio beam voor en dan reden de al van Osterhaus en de chocolates, wat dus een huis gemerkt zijn. En dat woont eng en dan moest aanvangen op te eten. Dat woont altijd aan het eerste. En einer had het klaar, dan moest eerste uren. Zo, ik je al hier, en ik kan niet wat nooit te doen gehad, om nu, dat ik nog niet zo gehoord had. Maar, zo ja, dat bij aan Oosteren. En zo, soms geen vrienden, en wonder ik dan wat je geloven, wat Oosteren wordt zijn.
Some haben zu holen ab Ostern, mit jeder eine neue Kleider haben. Hast du von der neue Kleider, mit neue Kleider zur Kirche gekommen? Und so wie das dort. Wir haben ja gesagt, ab Ostern haben wir Familie taub gekommen. Some von uns vielleicht alle. Es sei ja fein, wenn wir das haben. Und was für Sorten eten, das haben wir ab Ostern. So, some von den Dingen sind nicht arg. Und aber was als Ostern wirklich, wenn wir da mal wollen, ein bisschen anchecken. So wie, wenn ihr mir ein paar Minuten Zeit geben, dann werden wir mal Johannes Kapitel 18 drehen. Und die Bibel mit hast, weil ich mit, ich will mal da lesen, krieg bloß von der Ostergeschichte. Das wird dann an. Von Jesus seine Kreuzigung und Auferstehung. Das hier mit was er zu tun hat, von wie von Ostern reden, das hat nicht einmal mit einem Haus zu tun, oder mit so einer Dinge dort. Das hat mit Jesus zu tun. In Johannes Kapitel 18, wir würden gerne noch euer anfangen. Mir ist das immer schwer, zu weiten Wunderfahrt, wir lesen, weil es sind so viel, was da zu lesen fehlen. Aber wir fangen in Kapitel 18 an, wir wollen nicht alles lesen, aber wir wollen was lesen von, wir wollen uns kriegen anlassen, und was passiert da ab Ostern? Als Ostern, was wir dann Ostern nennen, was passiert da, was wieder? Wir weiten das hat mit Jesus zu tun, er war am Bord gekreuzigt, er stand ab. Wir uns für uns ist die Geschichte bekannt, aber das, wie wir von der wollen, uns anlassen, in uns erfrischen, in frisch Hoffnung finden, in frisch Frieden finden, und dort wird passieren. Willst du das, um was sich das Christenleben handelt? Das Christenleben handelt sich um Jesus. Das Christenleben handelt sich um, dass er für deine Sünden gestorben ist, und auch für meine, und dass er war abgestorben ist. Wenn wir dort port werden, in das christliche Glauben rütnehmen, was würde danach geblieben sein? Wenn wir dort Jesus würden rütnehmen, und wir würden rütnehmen, dass er gestorben ist, und wir würden dort rütnehmen, dass er abgestorben ist, was von Ziel würde sein, und was wir tun, als Christen. Da wird dann vielleicht ein fernes Leben sein, wenn wir versuchen so zu leben, aber some von uns haben das versucht. Wir haben versucht, sehr krank zu leben, und Jesus. Und das schafft euch. Schafft das? Hast du das gekannt? Das schafft euch. So, Jesus, als Roma wird sich das drehen. Roma, dass Jesus Gott ihn sehen ist, dass er gestorben ist und auch abgestorben ist. Wir wollen da miteinander checken. Johannes Kapitel 18. Und wir fangen mal in Vers 1 an, aber dann mache ich bis noch einmal sagen, fertig lesen da. Das wie es Jesus mit seinen Jüngern das Passafast holen, das Unkas, manchmal wieder nach das erste Abendmahl, und sie haben das gegeten, er hat seine Jünger das Fett gewaschen, er hat ein Wein gegeben, ein Brot gegeben, und er hat erklärt, was das alle wir. Lest ihn dort nur, und das Ding hat er erklärt. Hier sind mehrere Kapitel, was da kriegt man dort alle zu tun haben, und würde ich schon gerne das alle lesen, wir haben bloß nicht Zeit. Wir fangen nur dort an, sie dort vor sich haben, dann in Kapitel 18 sagt es das. Als Jesus das alle gesagt hat, ging er mit seinen Jüngern nur der andere Seite vom Kidron Tal. Da wir groß bei der Stadt Jerusalem, da wir ein Tal, wenn du der Fuß rückkommst, hatten wir den Wandraum, wenn du der Wand rückkommst, dann ging er 40 am Tal nach, und dann war er rüt, an der anderen Seite, und das Tal, das heißt Kidron Tal. Und da wir in Gordon, und den er mit seinen Jüngern anging. Und Judas Iskariot, der am Verrat, wusste auch, wo der steht wir, weil Jesus traf sich durch Verken mit seinen Jüngern. Dann kam Judas mit einer Gruppe Soldaten und Tempelwächter, die der Hohepriester und Pharisäer angestellt hatten, mit Laterns, Lampen und Gewehren. So, wenn wir diese andere Kapitel schon gelesen haben, wie gelesen haben, dass Jesus durch sein Beat wo Nahen an Judas dort, weil sie wollen ja alle weiten, wer am verroden wird. Und dann sagt er, dass der Feind, der Satan, kam an Judas nahen. Diese Gedanken, was Judas gehört hat, der kam von Feind, das sagt die Bibel ganz klar. Da wird vom Satan angegeben, dass er soll Jesus verroden. Und so, er hat das auch genommen, dass er das will tun. Er hat den Satan gesagt, dass das wir was er will tun. Und seine Last vom Geld spielen mag.
En hier op dat onkas, wat er wird een veel kapitel zijn, je was er zegt dat de Satan kwam aan hem nan. En zo hij duidt nu dat wat de Satan wil gaan. En dat weet je wie de Bibel daar geredet ervan, dat de Satan Jezus am leven. Maar de Offenbarung, dan zegt hij nog niet. En dan, ja, Eerste Mose redet al daarvan. Zo hier hebben we dat. Hier is dat nu. Hier staat een duidelijk op spel. Hier komt Judas met een Satan uitgeveld. Nu Jezus, wo Jezus met zijn Jüngertop gleich te zijn. Krijgt is er am Gordon eiden weer. Wir Gott met zijn Menschentop. Adam en Eva, wir am Gordon met Gott-top. En dat komt ook de Satan aan. Hij wil wat Gott zijn plan verstehen. Hij wird het waar zo. Jezus, wie hier met zijn Jüngertop, hier weer veel meer aan hem Gordon ben, met zijn krijgt is aan Eerste Mose, wie ook aan een Gordon. En hier komt de Satan waar. Nu niet aan de slang, nu is een van zijn Jünger. Nou, en die willen ze hem vastnemen. Het kan met lampen en met geweren, zo wie dat staat. Vers 4 zegt ze, wilt Jezus alles wist wat hem bejenen wordt, ging hij ruit en zei tegen wem zie je? Sie, Jezus had niet angst. Hij brukt zich niet angst aan. Zij zeiden, Jezus van Nazareth. Jezus zei tegen ik zie die. En Judas, der hem verroden deed, stond daar ook bij aan. En als hij tegen zei, dat hij de weer, trokken zij zich terug en vallen op de eerd. Dan vroeg hij nog eenmaal, naar wem zie je? Zij zeiden, Jezus van Nazareth. Stel je dat maar voor. Hier is het allerdienste, hier is Jezus am Gordon. Hier zijn alle soldaten met ihre geweren. Ik weet niet wat ze hadden. Axen en Starker en Spießen. Ik weet niet wat geweren weer in tijd alles. Man kan nu zeggen. Maar hier liggen al deze soldaten en wachten liggen op de eerd voor Jezus. En dan vraagt hij, wem zie je? En dan zijn ze, liggen ze op de eerd en zeggen ze, Jezus van Nazareth. So Jezus, Judas wie met een Satan aangeveld en Jezus is God. So hier ligt de Satan voor God en zegt, ik zie die om die leven te staan. So zo'n opgever ja als de Satan krijgt, niet? En Jezus, en de mensen die vallen voor Jezus. Want we immer wirklich met Jezus terugkomen, dan hebben we geen andere routes wie zijn aan wer we zijn. Krijgen dan wirklich vollkommen wie ons geloven te zijn. Maar op eenmaal dan zijn we bloß, wo dat maar met ons is. En we vallen aan, juist voor hem. En aber hier draait het ganz schlimm uit waar we moeten zijn. Wat het zegt. Nummer vers 7. Dan vroeg hij nog eenmaal, naar wem zie je? En ze zeiden, Jezus van Nazareth. Jezus zei, ik heb je gezegd dat ik die zie. Want je mij ziet, dan laat deze gaan. Dat zal ook ramkomen. Dat zal zo ramkomen, als hij gezegd had, van die mij gegeven hast, heb ik keine verloren. En daar hebben we nog de geschichte bij, waar Simon Petrus zijn schwert nam en Jan om dat uur afhakt. En check mal das dat. Want we wissen klimaat weten, wer Gott is. Wer Jezus is. Wo Jezus je zoon is, die een eeuw en mij een eeuw. Als Petrus Jezus zijn vriend dat uur afhaken, dan nam Jezus dat uur van op de eerd. En hij stal in dat terug om kappen aan. En dat was daar smak terug aan. So dat kan een klein beetje zijn van Jezus. Wo Jezus je zoon is, mij en die een eeuw. Dat we zijn vriend. Nee? Dat is veel mensen die talen zich voor Jezus zijn vriend. Zo ze leven, zo ze denken, zo ze reden. En we kunnen vielleicht alle zijn, en zijn ook niks nog van ons, of vielleicht alle zijn die gewaarste, en was het. Jezus, als je komt te heilen, en te frisch te merken, en te houden. En dat vingen we door. Waar we mal in vers 12 wieder lesen. Die Soldaten met Lehrer en de Juden met ihre Tempelwächter kwamen dan en namen Jesus vast en bangen aan. Zij brachten hem eerstens naar Hannas, Caiaphas zijn Schwiegervader. Caiaphas weer dat jaar Hohepriester. Dat weer Caiaphas, die de Juden den rood gegeven hadden, dat goud zijn wordt, dat een man voor de ganze volk gestorven wordt. So dat redt terug naar wat ze maar voor een meeting gehad hadden, waar ze zich dat benauwd hadden, wat ze wilden doen. So de Hohepriester. Petrus verlicht Jezus, so in vers 15 lezen we door van Simon Petrus en nog een andere Jünger gingen Jezus hingen aan.
der andere Jünger wir dem hohen Priester bekannt, und so ging der mit Jesus an die hohen Priester sein Palast an. Aber Petrus stand beten für der. Dann ging der andere Jünger, den der hohen Priester kennt, rüht und redet mit der Dienerin, der wirkt, und bracht Petrus auch an. Der deren war darin, sagte Petrus, bist du nicht auch einer von diesen Mann seine Jünger? Er sagt, nee, ich sie nicht. Willst du, weil wir hatten die Diener im Tempelwächter sich in Kohlenfeuer gemerkt und standen durch Raum und wärmten sich. Und Petrus stand bei an und wärmte sich. Ja, ein paar Dinge hier um zu denken. Und ja, wir da Lehren nehmen für uns selbst. Ich denke, als hohen Priester, der stellt Jesus fair an das Alte Testament, nicht? Er hat ja viele Menschen opfern gehen. Er hat Jesus annehmen. Er hat Jesus nan willkommen an seinen Palast und sagen, hier, mein Amt ist nicht vor euch. Nu ist der wirkliche Priester hier. Hier ist mein Rock, die kostet den Hand, ich sage mein Amt los. Das ist was er hat tun. Und er steht für, sagte Jesus, dort zu merken, und dort auch. Das andere Ding, was ich kann tun, mit uns kann annehmen, auch, das ist von Petrus. Petrus grillt sich im Bett, das wundert mich nicht. Hij weer van zijn broer dat hij dan in Palast nan ging, is om de opmuren. En hij ging zich bij hem dat vierworm met de soldaten en met de wachter top. Met Jezus zijn vriend top, ging hij zich bij hem vierworm. En dat is, wonder ik manchmal, wie mir die dat jet in ons leven. Waar gaan ik en die dat? Gaan we ons nog mal bij Jezus zijn vriend opwarmen? Met wem hebben we Gesellschaft in ons hart? Wie laten we ons hart gaan? Wir denken viel an, na Petrus hat wieder, was Jesus verliehen deut, nicht? Das wäre so schlecht, was deut. Aber was ist von was wir, will es bei ihm errichtet 4 Stunden, na, da wir plus 1,4. Aber er ging da mangte in Wormsig. Und wir dort erreicht von ihm dort nicht, aber wir können bloß ein Bild nehmen von uns. Er ging sich da bei Janne, bei Jesus seine Freund, mang und Wurm, als ein von denen. Und durch mang und würde sich das nicht zu bekennen, dass er ein von Jesus seine Jünger wird. Und ein Ding lädt an ein anderes Ding. Und über den wir hier so weit, dass er Jesus 3-mal verloren hat, laatst noch mit Pflegen und mit schlechten Wirt reden. No, ich kann nicht, ich weiß nicht, von was ihr reden. Ich habe nichts mit mir zu tun. Nicht? Wir wollen viel jetzt die warm, wenn du hungrig bist, wenn du kalt bist. Weil wir nur Jesus gehen. Er sagt, er ist das Licht. Und wir können ankommen. Okay, wir können hier noch länger lesen. Wir haben hier dort von, wo sie Jesus für gerecht haben, wo sie am Verspotten tun. Ich bin hohen Priester und für Pilatus, für den hohen Priester sagt Jesus nicht viel, auch nicht für Pilatus. Der hohen Priester wie der Juden, er Authority, Gewalt. Und er soll zu Gott verstehen. Und Jesus, was sie dort zu tun, was sie dort zu tun haben, dass wir dort sie wollen, dass Jesus rüberkriegen, dass er wird sein, dass er Gott ihn sehen wird. Dass dort wie eine Lasterie, wenn ein Mensch dort wird sein, das ist auch, dass Jesus wird Gott. Und so sie kriegen das so weit, dass sie das können tun. Sie haben falsche Zeugen da, sie haben was sie können, um sein dort nochmal dort zu kriegen, dass sie einen Grund haben, an sich selbst, um Jesus zu Tod zu bringen, um dort zu verurteilen. Und als sie dort geschoben, dann brachten sie nur Pilatus, und nun glauben sie, haben sie Grund, um nur Pilatus zu bringen. Wer wir Pilatus, das wäre der römische Oberste. Was wir von deren würden, der Government, nicht, der wird eingestellt sein in Welt erreicht, haben wir nicht in Juden, haben wir von der Römer eingestellt, und er regiert das Land für die Römer. Und sie nennen wir Pilatus, und sie brauchen Jesus nur an. Ein interessanter Ding ist, dass manche alle der jüdische Lied, was am Pilatus brauchen, der würde nicht einmal an Pilatus sein Haus angehen, weil sie so rein sein. Und so, dort wäre uns sehr wichtig. So, Pilatus, das große Mann, der muss rauskommen, dem hören, was sie zu sagen haben, weil wir an Helgetag, oder kein nur Helgetag, nicht? Sie wollen sich nicht nach Aren merken, sondern sie nicht kennen Helgetag und das Passover, was sie da haben, nicht? So,
sehr interessant, wie wichtig er dort wir, ob ein Mensch diesen Zweig erreicht zu verurteilen, wann er nicht mal mit seinem Gott Jesus gewesen, ein anderer Mensch, den Zweig mit falschen Zeugen, mit Betonen, so wie das dort erreicht verurteilen. Dort wo sie sehr beschäftigt mit werden, ob er sich teilen mit einem Pilatus in Hüsten gehen, und wollen sie nicht. So, der Rede war ein bisschen von, was hat eingestellt wird, was wichtig wird. Und wir dachten sie noch, glaube ich, sie deuten das rechte Ding, sie werden ja Gott sein, überwählt Volk. Und aber für Jesus haben sie nicht ewig. Und ich glaube bei mir, dass sie wissen dort, wem sie da für sich haben. Und aber hat, wie so kalt geworden ist, Jesus wie ein Amaglich. Und Judas, sie werden ja euer Leid mitgehalten mit einem Judas, oder vom Feind euer Feld wird. So, wir wollen wieder gehen nach Kapitel 19, lesen wir da mal Vers 1. Dann nimmt Pilatus Jesus und Leid am verpetschen. Und die Soldaten, die flachten eine Krone von Stachels und sahen die ab den Kopf und hangen am einen bleiroten Everrock an. Dann sehen sie, wie reißen die Judenkönig? Und sie schlugen am ab der Backen. So ein rotes Kleid, das wir was der reguliert, was der Königskondreon bedeutet. Sie machen eine falsche Krone von Dornen und sie geben ihm einen Stock in der Hand. Sie ist ein König, fertig wir haben. Und sehen sie, wie reißen die Judenkönig. Sie machen einen Spaß von ihm. Da denke ich, haben wir wirklich den Judenkönig? In Krieg, für dort, was wir, für dort verurteilen sie auf dem falschen Weg. Dann schlugen sie an. Pilatus ging noch einmal rüt und sagte an, check mal, ich bringe ihnen den rüt, dass die sein können, dass ich keine Schuld an ihm fing. Jesus kam rüt mit einer Stachelkrone auf dem Kopf und einem bleiroten Everrock an. Und Pilatus sagte an, checkt, was für ein Mensch. Und der nächste Vers lesen wir, wo Jesus verurteilt wird. Und sie schreien, weich mit ihm. In Vers 15 lesen wir dort. Weich mit ihm, kreuzigt ihm. Pilatus sagte an, soll ich ihnen keine kreuzigen? Der Hohepriester sagte, wir haben keinen König, bitte den Kaiser. Und dort wird Pilatus sein Everstar in Rom, wo seine Kaiser war. Und hier einmal stellt sie sich sehr glücklich, wenn sie den Exil gehost haben. Hier einmal kommen dort Fan ut, den sie nun zu brauchen wird, da wird Pilatus eine große Angst, wenn er da wird Twaschen mag, kommen, als wir, dort wird so heiten, dass er hat, den Kaiser ihr führt genommen. Und so sie brauchten dort um Pilatus Druck zu geben. So sie sagen, wir haben keinen König, bitte den Kaiser. So sie wählten sich hier, was ernstet. Vers 16 sagt es dort. Schließlich jeft Pilatus am Hahn, dass sie am kreuzigen können. Sie nahmen Jesus und leiden am Weg. Und er trug sein einen Kreuz und ging damit nur an einen Platz, den sie Schädelplatz nennen, an Hebräisch Golgatha. Dort kreuzigten sie Arm und noch zwei andere Arm an der Mad und in jeder sieht einen. Pilatus schreibt einen Überschrift und stellt auf das Kreuz. Und das ist, was er schreibt. Jesus von Nazareth, der Judenkönig. Viele Juden lesen diese Überschrift, weil es der Platz, wo Jesus gekreuzigt wird, dicht bei Jerusalem wir, und da wir an Hebräisch, Lateinisch und Griechisch geschrieben. Dann sehen der jüdische Hohepriester zu Pilatus, schrieb nicht der Judenkönig, aber dort er sieht, er wir der Judenkönig. Pilatus sagt, was ich geschrieben habe ich geschrieben. Das wir vor. Ich wisst, glaube ich, die Wahrheit besser ist der Juden, die wollen tauschen. In Vers 23 redet von, wo sie Jesus ihn gekreuzigten, sie dort vor sich hatten, nahmen sie seine Kleider fort und dalten sich da an und dann wird alle schon die Tüge tun, was ein Mensch hat zu tun. Und weil wir Vers 25 lesen, wie im Kreuz stunden Jesus seine Mutter und seine Mutter ihre Schwester Maria, Klopas seine Frau und Maria Magdalena. Und Jesus seine Mutter sah an auch der Jünger, den er Gott wir bei er stunden, seht er zu seiner Frau. Frau, check mal, dort ist dein Sohn. Dann seht er zu dem Jünger, check mal, dort ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm er
die zu sein Haus. Und so, Jesus, als am Kreuz hängt, da kann man sich noch an seine Mama, nicht? Aber wenn wir mal Vers 28 lesen. Nu, Herr, und als Jesus wisst, dass nu alles geworden wir, und damit die Schrift erfüllt wird, so als geschrieben stond, seht hij, mi darst. Durchstund in je Face mit Weinedig, dann nehmen sie einen Schwamm und leiten den, voll den Weinedig tragen, speckten den ab, einen Stock und hielten am den Mühl. Und als Jesus den Weinedig gekriegt hat, dann sagt er, nu ist alles vor euch gebracht. Dann buch er den Kopf auf und gab seinen Geist ab. So, das ist hier dann nicht die Geschichte, so, dass Jesus gestorben ist. Weil wir im Klima denken, wer wird es? Was passiert hier? Wer wird es, was hier gestorben ist? Wer wird es, was sein Leben abgeben ist hier, abseits des Weg? Und das wir Gott. Jesus ist Gott. Und so, dass wir Gott, was hier rauf nach der Erde kam, um sein Leben zu geben, wo wen? Wo wen? Vers 31 wieder redet von, wo sie am Grafen anleden, und wo sie am noch gestärkt haben, zum Schirmmerken, dass wir dort sind. Aber noch einmal in Klimaten Kapitel 20 nachchecken, dort wird es aus der Sinn nach sein, das ist von der. Und da sagt er, es ist tidig am ersten Tag von der Werk, als dort noch Dienstag wir, kam Maria Magdalena am Grab, sie sagt, dass der Stein vom Grab wahrgenommen wird. Dann ran sie und kam nach Simon Petrus und nach dem anderen Jünger, den Jesus Gott wie in Satan. Sie haben den Herrn mit dem Grab mitgenommen und wir weiten nicht, wo sie am Hand gelegt haben. Und die Jünger der rannten, nur Jesus in Grab zum Salz seinen, was wir. Vers 11 redet von der Nächsten, was nach Jesus kam, Jesus in Grab kam, und dass wir Maria, Magdalena, glaube ich, aber Maria stand beten beim Grab und hielt. Beim Hielen backt sie sich und checkt am Grab nach. Und sie sagt, der zwei Engel an wette Kleider, einen beim Kappeneng und einer beim Feiteneng, wo Jesus in Körper gelegen hat. Die sagten zu ihr, früh, warum hielst du? Sie sagte an, willst du haben, sie meinen Herrn wahrgenommen haben. Und ich weiß nicht, wo sie am hingelegt haben. So zu Maria, wie Jesus, Lehrer, was geheilt hat, der wir gestorben und der wir nu noch weiß in Körper. Sie können nicht noch einmal kommen, der letzte Ehren. Als sie das gesagt hat, dreht sie sich um und sagt Jesus da stehen und wissen nicht, dass das Jesus wir. Jesus sagte ihr, früh, warum hielst du? Nur wem sägst du? Sei doch, dass wir die Gordner und sagte am Haar, wenn du am Weichen gebracht hast, dann sei mir, wo du am geloten hast, dann wo ich am holen. Und Jesus sagte ihr, Maria. Und sie dreht sich um und sagte ihm, Rabboni, und das meint Lehrer. Und so, wenn wir da uns ein Klima anschauen, was hier an dieser Maria vergehen wird, es sei dort beim Antworten, das ist Jesus, der, was ich gestern sag, am Kreuz gestorben. Der steht hier nicht lebendig für mich. Ich rede wie von einer Hoffnung, was wir können haben. Das ist Krieg dort. Mit Jesus, als Gott an dem Wort gekreuzigt, dem Wort durchgemerkt für unsere Sinn. Aber er stand wieder ab. Er hat den Feind, der Kraft ganz wahrgenommen. Was tut der Feind, was an Judas wir? Judas ging sich hängen und der kam da an. Das war ich. Den seine Kraft als gebrochen. Und Jesus, mit dem Abstand, beweist er, wer er wir. Und er beweist seine Kraft. Und das ist die Hoffnung, was ich und du kann leben. Dass wir ein Tag wollen abstehen und nur Gott kommen und wie Gott angenommen worden. Die Bibel lehrt uns dort von fern bis hin, dass da wird einer kommen. Und wie sein, da ist einer gekommen. Und da wird unser Sinn betonen. Wie sind es Adam und Eva? Der Gott hat dir das im Garten das schon gemerkt und sie sollen nicht von der Frucht eten. Aber ich habe von der Frucht gegessen auch. Und ich glaube, du hast auch. Und ich weiß, du hast. Das wir Sinn an. Das wir alle scheinen, das wir alle fein. Und da, wenn kommt Jesus, um dort zu heilen, was zwischen uns und Gott zwei wir. Und dafür muss er sterben. Dafür, dort
Wat ik kan je doen han, wat de andere hast, dat neemt Jezus op zich. Door am Kreuz. Und hij betoelt door ganz verval. Du kannst das nicht. Du hast, sei er versagt. Und du hast, sei er gepracht. Aber was wir das kann annehmen, dass unser Sinn ganz verjeft ist. Jesus, der alle betont hat, dass wir nicht bloß weiten, aber dass wir an uns Gott sein. Ja, das ist so. Das annehmen, das glauben, das zwischen uns und Gott ist das reingemerkt, das ist das frei gemerkt. Und wir können nach Gott kommen. Und wenn wir dort glauben, dann sind wir bei Gott. Und Jesus stund auf, trainiert Leben, die Macht vom Tod ist gebrochen, die Macht vom Satan ist gebrochen. Und du kannst an dort nicht leben. Das meint nicht, dass wir wollen ganz vollkommen sein, aber wir wollen proben, so sehr es wir können. Aber was das meint, ist bloß krieg an das Leben, jeder Tag, dass Jesus leben hat und Jesus lebt an mir und ich sie an ihm. Zwischen mir und Gott ist nichts, bis das Wasche waschen mit Jesus sein Blut. 1. Korinther 15, Vers 22 sagt, so als in Adam alle gestorben sind, ist die Adam und Eva sich versinnen, die ganze Menschheit kam um für Gott. So sind wir in Christus alle lebendig gemerkt. Kriegst ist Adam für uns alle dort verdorben, so hat Jesus dort für uns alle frisch aufgemerkt. Als Adam dort da habe ich keine Wohl, dass wir wollen mit dort fallen, aber wenn Jesus absteht, dort können wir uns wählen. Mit Jesus Tod am Unternehmen und am zu glauben und dort aufwärts mit uns. 1. Johannes 4, Vers 11 sagt, er ist gekommen, uns ewig Leben zu geben. Römer 3, 21 bis 24 redet von, wo wir sind glücklich geworden und wo wir sind gerecht geworden in Gott seine Augen, weil Jesus sein Blut über uns ist. Die Jünger frühen Jesus mal, er sagte ernt, ich will haben, ich will im Himmel und da weiten steht reinmerken für ihn. Na wohl Thomas weiten, ein von seinen Jüngern will weiten. Na wenn du da haben yes, wenn du nicht den Führer yes, wo kann wir die Hinger rankommen, weil wir wollen mit die Taub sein. Dann sagt Jesus, ich sehe der Weg. Er sagt das nicht, wenn du das alles wirst mal, dann wirst du vielleicht kein da haben. Er sagt, ich sehe der Weg. Und das ist, was ich kann du machen dann. Jesus soll es annehmen, an uns anladen und Hinger rangehen. Und so wollen wir dort ankommen. Und so werden wir auch an der Hoffnung von der leben, in diesem Weg. An der Hoffnung, dass Jesus an uns lebt und zwischen uns und Gott ist nichts. Dankeschön. Gott ihn segnen.